Ist Fachkräftemangel für euch auch ein großes Thema, weil ihr nur schwer die passenden Talente für euer Team findet, obwohl ihr ein attraktiver Arbeitgeber seid? Dann kann Female Recruiting eine Lösung für euch sein, also die gezielte Ansprache von Frauen. Ihr wisst aber nicht genau, wie das am besten geht? In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in eurem Recruiting in Wort und Bild gendergerecht kommuniziert und welche Kanäle ihr nutzen könnt, um Frauen aktiv anzusprechen. Mein Name ist Kirstin Castell und ich berate den Ocean Technology Campus Rostock zu Gender und Diversity. Wir bei Ocean Gender glauben, dass Gender Equality für alle Mitarbeitenden gut ist und Firmen attraktiver und innovativer macht. Gender Equality ist einfach eine Bereicherung fürs Unternehmen und für jede Organisation. Man hat verschiedene Perspektiven, man hat einfach auch die Möglichkeit, in einem gemischten Team auch Situationen aufzufangen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also in einem Unternehmen, in einer Organisation entwickeln sich Dinge, es gibt plötzlich Krisensituationen oder neue Chancen, neue Herausforderungen und da braucht es einfach verschiedene Blickwinkel und da ist gerade Gender Equality und auch Vielfalt, Diversity ein wesentlicher Faktor, um reaktionsfähig zu sein. Ihr seid auch von Gender Equality und Diversity überzeugt und trotzdem bewerben sich nur wenige Frauen bei euch? Das kann verschiedene Gründe haben. Nicht alle können wir beeinflussen, aber an der Kommunikation und der Firmenkultur können wir ansetzen. Menschen bewerben sich dann auf eine Stelle, wenn sie beim Lesen der Anzeige oder eurer Webseite Vertrautheit und Passung empfinden. Wenn ihr vermittelt, dass ihr jemanden sucht mit Eigenschaften, die vor allen Dingen Männern zugeschrieben werden, dann fühlen sich Frauen eher weniger angesprochen. Um nun die Intention potenzieller Kandidatinnen zu erhöhen, sich bei euch zu bewerben, müsst ihr also auch Frauen ermöglichen, sich mit euch und der Stelle zu identifizieren. Kommen wir zuerst zur gendergerechten Sprache. Häufig enthalten Ausschreibungen, vor allen Dingen im MINT-Bereich und für Leitungspositionen, überwiegend männlich konnotierte sogenannte agentische Wörter, wie zum Beispiel führungsstark, durchsetzungsfähig, kompetent, risikofreudig und zielstrebig. Es werden aber nur wenige weiblich konnotierte sogenannte kommunale Wörter verwendet, wie zum Beispiel empathisch, engagiert, freundlich, kooperativ, sozial oder verständnisvoll. Eure Wortwahl wirkt sich auf die gefühlte Passung aus und damit auf die Wahrscheinlichkeit, ob Frauen sich bei euch bewerben. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Frauen gezielt anzusprechen. Nutzt mehr kommunale Wörter. Sprecht zum Beispiel von Verantwortung für ein Team statt nur von Leitung. Bezieht euch stärker auf Verhaltensweisen und nicht auf Eigenschaften. Sucht statt einer ehrgeizigen und hartnäckigen Person lieber eine, die ihre Ziele klar im Blick hat und mit Ausdauer verfolgt. Nutzt neutrale Formulierungen wie Leitung statt Leiter, Assistenz statt Assistent, Fachkraft statt Fachmann, Vertretung, mitarbeitende Ansprechperson. Und sprecht auf jeden Fall alle, die ihr meinen wollt, auch wirklich an. Wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker. Und schon habt ihr eine gendergerechte Sprache, die ihr auch mit oder ohne Gender Gap verwenden könnt. Und ich glaube eben schon immer im Innersten, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Und dabei ist die Vielfalt dieser Menschen, deren Orientierung, wie sie sich selbst als Identität sehen, auch klare Merkmale wie Geschlecht oder so sind gar nicht so relevant für mich, sondern für mich ist wichtig, dass ich mit Menschen arbeite. Und daraus heraus finde ich, dass die Sprache des Genderns diese Vielfalt und Offenheit besser ausdrückt. Und beim Gendern geht es auch gar nicht darum, perfekt zu sein. Also da bin ich auch bestimmt nicht perfekt, sondern es geht einfach darum, über die Sprache auch auszudrücken, welches Verständnis man hat. Und kann man sich auch selbst reflektieren und ein bisschen dran üben und dann, glaube ich, ist das auch etwas, was ausstrahlt und andere inspiriert. Kommen wir zur Bildauswahl. Um zu vermitteln, dass Gender Equality euch wichtig ist, solltet ihr bei der Verwendung von Fotos und Filmen auf Folgendes achten. Zeigt nicht nur eure Produkte mit ihren rein technischen Details, sondern zeigt Menschen bei der Anwendung und stellt den gesellschaftlichen Nutzen heraus. Und klar, zeigt am besten nicht nur männliche Menschen. Zeigt Frauen, aber nicht unscharf im Hintergrund oder in einer rein unterstützenden Funktion, sondern aktiv, auf Augenhöhe,
als Teil des Teams und gern auch im Vordergrund und am besten in einer typischen Arbeitssituation. Dabei wirken echte Mitarbeiterinnen am authentischsten. Schauen wir uns nun die Firmenkultur und die Familienfreundlichkeit an. 2 Aspekte, die wesentlich dazu beitragen, ob Frauen sich bei euch bewerben. Kultur ist die große Herausforderung, denn in der Tat, wir können Strukturen schaffen, wir können Texte gestalten, wir können auch Angebote machen im Bereich der Kinderbetreuung oder der Arbeitszeiten, aber die wichtige Frage ist, welche Arbeitskultur wollen wir haben und ist diese Kultur in der Lage, Familienfreundlichkeit, die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben, Pflegeaufgaben zu reflektieren. Und Kultur ist etwas, was wir sowohl von der Leitung her vorleben können, aber was wir auch aus der Basis heraus entwickeln müssen. Und Kultur muss man ermutigen und dem muss man Raum geben zu wachsen. Das ist eine Pflanze, die lange braucht, aber die, wenn sie groß gewachsen ist, wirklich ausstrahlen kann und viel mächtiger ist als alles, was wir an Strategien, Regeln, Vorgaben machen können. Zeigt, für welche Werte ihr steht und welches Miteinander ihr pflegt. Geht es bei euch nur um Spitzenleistung und Wettbewerb oder auch um Zusammenarbeit und Kollegialität? Und wie offen seid ihr für die persönlichen Belange eurer Mitarbeitenden? Alle Menschen haben ein Leben außerhalb des Unternehmens und möchten vorher wissen, ob sie ihre privaten Interessen und Verpflichtungen mit der Stelle vereinen können. In der Rubrik Benefits oder auch Wir bieten könnt ihr neben den finanziellen Vorteilen wie Zuschüsse oder Firmenwagen auch auf soziale und organisatorische Aspekte eingehen. Gibt es flexible Arbeitszeiten, Teilzeit für Führungskräfte, Homeoffice, familienfreundliche Meetingzeiten, Eltern-Kind-Büros, um nur einige zu nennen. Setzt aber Frauen und Familie nicht gleich. Stellt auch heraus, wie ihr Frauen in der Karriereentwicklung unterstützt. Im letzten Teil möchten wir euch noch ein paar Ideen mitgeben, auf welchen Kanälen ihr mit Kandidatinnen in Kontakt treten könnt. Zahlreiche Stellen werden über persönliche Kontakte vergeben und viele Jobsuchende wünschen sich, direkt angesprochen zu werden. Eine Möglichkeit dafür sind Fachnetzwerke, also Vereine oder Fachgesellschaften, die auf ihren Webseiten oder in ihren Mailinglisten auch Stellenanzeigen veröffentlichen. Für Mitglieder häufig sogar kostenfrei. Daneben gibt es zahlreiche frauenspezifische Angebote wie Karrieremessen, Jobportale und Datenbanken, die ihr gezielt nach Kompetenzen, Fachrichtungen und Regionen filtern könnt. Besonders empfehlen wir euch, an Hochschulen präsent zu sein. Hier erhaltet ihr direkten Kontakt zu gut ausgebildeten Nachwuchskräften, noch bevor sie auf den Arbeitsmarkt eintreten. Die Karriereservice-Angebote der Hochschulen umfassen Stellenbörsen und Formate wie Company Meets Campus und gerade im MINT-Bereich gibt es auch viele Mentoring-Programme für Frauen. Und wenn ihr euch dort als Mentorin oder Mentor engagiert oder vielleicht auch Firmenbesichtigungen anbietet, dann habt ihr schon direkten und vor allen Dingen auch längerfristigen Kontakt zu potenziellen neuen Mitarbeiterinnen. Und wie kann ein Rekrutierungsgespräch geführt werden? Das verrät euch Oliver Zielinski. Es ist mir wichtig zu überlegen, was braucht die Stelle und wie wollen wir die optimal ausstatten und dann zu überlegen, welche möglichen Kandidatinnen gibt es dafür. Ich habe ein Netzwerk. Über viele Jahre habe ich Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen ausgebildet, auch in technischen Bereichen, die natürlich verstreut sind, die ich dann aktiviere. Gerade über soziale Netzwerke schaue ich, welche AkteurInnen da aktiv sind, auch in Verbänden und Netzwerken und versuche da ins Gespräch zu kommen, denn es ist so, dass man ja auch schauen muss, dass man gezielt dann die Richtigen anspricht. Es geht ja nicht darum, eine Frau anzusprechen, nur für den Job, sondern es soll passend sein. Und wenn das geschehen ist, dann wähle ich eine direkte Ansprache und wir reden über den Job. Es geht mir da nicht darum, eine Geschlechterbesetzung zu machen, sondern es geht mir um den Job und das wollen Frauen auch genauso so angesprochen werden. Zum Schluss haben wir noch ein paar Tipps für euch. Lasst eure Texte und Bilder von Kolleginnen gegenlesen, ob sie sich davon angesprochen fühlen. Nutzt Online-Tools wie den Gender Decoder, um eure Texte zu checken und Online-Wörterbücher, wenn ihr Ideen für Formulierungen braucht. Und probiert doch einfach mal aus, was passiert, wenn ihr die rein weibliche Form in der Ausschreibung benutzt, also das generische Femininum.
Wir suchen eine Ingenieurin. Die Stelle ist natürlich offen für klassisch männlich-weiblich divers angegeben und die weibliche Formulierung sollte aber gerade Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen ermutigen, sich auf diese Stelle zu bewerben und auch ein Signal sein, denn es geht ja darum, auch gerade in dieser technologischen Gruppe, in der immer noch eine vorherrschende männliche Belegschaft ist, Vielfalt und Perspektivenreichtum reinzubringen und da wollte ich ein Zeichen setzen. Wie ihr seht, lässt sich mit wenig Aufwand viel erreichen. Nutzt die Toolbox von Penelope und unsere Informationen und legt los. Und tauscht euch auch gern mit uns über eure Erfahrungen beim Female Recruiting aus. Wir wünschen euch viel Erfolg. Join the movement for workplace equality. Use the Penelope Toolkit and make a difference today.